Frau Neuendorf, im Jahre 2006 erlebten Sie bei einer schweren Lungenentzündung eine eindrückliche Nahtoderfahrung. Wie kam es dazu? Was haben Sie da erlebt? Ja, ich war zu dem Zeitpunkt alleinerziehend mit meinen 2 kleinen Mädchen und es ging mir plötzlich nicht gut. Ich habe Fieber entwickelt und Schmerzen beim Einatmen. Ich habe, Kreislaufprobleme bekommen und mir ging es von Stunde zu Stunde schlechter. Ich bin dann zu meiner Ärztin gegangen, weil ich gemerkt habe, dass das was Ernsteres ist, und sie hat mich dann röntgen lassen, hat auf dem Röntgenbild eine Lungenentzündung festgestellt und aber auch Schatten auf der Lunge. Hat dann gesagt, dass wir erst mal gucken, dass die Lungenentzündung wegkommt und, ob der Schatten dann weg ist oder nicht, sonst müssen wir weiterschauen. Hat mir ein Antibiotika gegeben, hat gesagt, ich gehöre eigentlich mit dieser Lungenentzündung ins Krankenhaus. Ich habe gesagt: „Nee, ich will es erst versuchen, weil ich bin alleinerziehend und das Verhältnis zu meiner Familie war damals nicht ganz so 100%. Bin dann nach Hause und dann ging es mir rapide schlechter. Ich habe mich hingelegt und bin dann eingeschlafen und bin dann auf einer Treppe also, ich war außerkörperlich auf einer Treppe und die bin ich hoch und da waren ganz viele Räume. Die Räume hatten Türklinken und ich bin ganz zielstrebig und schnell da durch, weil ich jemanden gesucht habe. Heute im Nachhinein, also zu dem Zeitpunkt wusste ich, wen ich gesucht habe. Als ich wieder wach zu mir zurückgefunden habe, wusste ich nicht, wen ich gesucht habe. Ähm, Ich habe jemanden gesucht und beim Suchen habe ich eine Tür aufgemacht und da saßen meine Oma und Opa, Pflegeoma und Opa. Und mein Opa wusste ich, dass der verstorben ist, meine Oma nicht, aber irgendwie war das in dem Moment normal. Und die haben dann in einem ganz strengen Ton, also, Kommunikation findet da über Telepathie statt, kam die Botschaft zu mir: „Du hast hier nichts zu suchen, geh zurück. Was machst du hier?“ Und ich habe mich davon nicht beirren lassen, bin weiter und habe weiter gesucht. Als ich dann beim Suchen war, merkte ich, dass von hinten 2 ganz große Hände mich geschoben haben. Und normalerweise dreht man sich um und fragt: „Wer schiebt da? Wer bist du? Was machst du und warum schiebst du mich?“ Habe ich nicht gemacht. Ich habe mich nicht umgedreht, ich habe mich runterschieben lassen, diese Treppe wieder runter. Und unten auf der vorletzten Stufe saß eine Holzmarionette, Holzpuppe, und die hat aus'm Mund geblutet. Und als ich dann direkt aufm Boden wieder angekommen bin, war wieder alles da. Fieber, Schmerz, mein schwerer Körper, mein Leid, meine Kälte, alles war da. Und dann bin ich wach geworden und ich wusste sofort, was ich zu tun habe. Ich habe zum Telefon gegriffen und habe meine Ärztin angerufen, habe gesagt: „Ich schaffe das nicht, ich muss ins Krankenhaus.“ Für mich war das so 'ne Botschaft: „Wenn du zu Hause bleibst, dann schaffst du das nicht.“ Und zu demselben Zeitpunkt ist auch meine Oma, nämlich an Lungenkrebs, verstorben, was ich dann im Nachhinein erfahren hatte, weil ich zu dem Zeitpunkt keinen Kontakt hatte. Dann bin ich über 'n Schatten gesprungen, habe meine Familie gefragt, ob sie auf die Kinder aufpassen können, und bin ins Krankenhaus, lag da tatsächlich 5 Tage, habe, Antibiotika über Infusion bekommen. Die Ärztin hatte leider Gottes mir auch das falsche Medikament gegeben und der Arzt meinte, das war 'ne schwere bakterielle Entzündung, Lungenentzündung, und die Schatten waren zum Glück dann aber auch weg, als ich wieder geheilt war. Haben Sie noch weitere Erinnerungen an diese Treppe und an diese Räume, in denen Sie jemanden gesucht haben? Oder war das alles so schnell vor sich gegangen? Wenn man den Körper verlässt, dann ist es nicht, dass man ein Zeitgefühl hat. Das gibt es nicht so, das geht alles sehr rasant schnell. Ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt im Nachhinein so, das reflektiert habe, gehe ich davon aus, dass ich 'ne Seele gesucht habe, so meine Ahnen, schon Seelen, die schon in der geistigen Welt sind. So wie man auf der Erde nach vertrauten Menschen sucht,
in einer Notsituation habe ich auf Seelenebene in dem Moment auf eine vertraute Seele gesucht. Warum ich die nicht getroffen habe, erkläre ich mir so, dass einfach noch nicht die Zeit da war und ja, ich noch nicht gehen sollte. Haben Sie noch Erinnerungen, wie Ihre Pflegegroßeltern aussahen, als Sie diese getroffen haben? Oder ist Ihnen da nichts Besonderes aufgefallen? Ich muss sagen, nicht so ganz 100%, wie ich sie auf der Erde in Erinnerung hatte. Ich muss aber auch sagen, ich hatte viele Jahre sie nicht mehr gesehen, weil kein Kontakt da war. Zudem kann ich jetzt nicht sagen, aber das ist auch nicht so, dass man so auf das Äußerliche achtet und sagt, oh ja, da erkenne ich meine Oma oder sondern man weiß, dass man diese Seelen, diese Energie kennt. So nehme ich das immer wahr. Es spielt keine Rolle, ob sie einen Rock trägt oder nicht, für mich jetzt nicht. Zu dem Zeitpunkt ist meine Oma, meine Pflegeoma, in derselben Zeitspanne gestorben, tatsächlich an Lungenkrebs. Deswegen konnte ich sie auch schon im Jenseits sehen, weil ich habe mich dann im Nachhinein erkundigt und dann hatte meine Pflegeschwester mir gesagt, dass sie an Krebs verstorben ist. Und diese Marionette war für Sie einfach eine Warnung. Ja. Eine Warnung für mich, die war speziell wirklich für mich, dass ich das zu Hause nicht schaffe und dass ich ins Krankenhaus muss. Sonst weiß ich nicht, wie es ausgegangen wäre. Und deswegen, das Erste, was ich wirklich gemacht habe, als ich wieder zu mir kam, war, dass ich das Telefon genommen habe, weil es war auch am Tage, wo ich so weggedummert bin, weil ich ja auch Fieber und so hatte, dass ich meine Ärztin angerufen habe, gesagt habe, sie möge mir bitte eine Transportüberweisung machen, ich schaffe das nicht zu Hause. Und da sagt sie, ja, habe ich mir schon gedacht. Also was ich aber noch mal sagen würde, was vielleicht auch die Zuschauer interessiert ist, eine Nahtoderfahrung ist keine Sache, womit man angibt oder wo man sagt, oh, ich bin irgendwo rumgeschwebt. Das kann jedem passieren und das ist wichtig, weil wir ja alle eine Seele sind. Wir sind ja alle nicht dieses menschliche, wir sind eine Seele. Und es ist wichtig für uns, weil uns das ja auch auf unserem Lebensweg hilft. Zum Beispiel, wenn unsere Zeit noch nicht gekommen ist oder wir in einer schwierigen Situation sind und das Universum uns hilft und die Seele sich dann auch verbindet und das dann selbst in die Hand nimmt. Viele Jahre später hatten Sie noch einmal ein besonderes Erlebnis, und zwar mit Ihrem Schutzgeist. Er hat Sie bei einer außerkörperlichen Erfahrung abgeholt und Ihnen eine Aufgabe erteilt. Was geschah da? Ja, also ich bin ins Bett gegangen und habe dann meinen Schutzengel das erste Mal gesehen. Ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt habe ich mich spirituell sehr mit allem beschäftigt und war auch sehr verbunden mit dem Universum. Und ich habe ihn das erste Mal gesehen. Er war riesengroß. Es war eine Lichtgestalt in ähnlicher Form von so einem, dass man nur so ansatzweise erkennen konnte, dass es, ja, das wahrscheinlich für mich, damit ich weiß, das ist ein Engel, mein Engel. Aber in erster Linie ist mir dieses mächtige Licht und diese Größe, diese Breite, das kann man nicht mit hier vergleichen. Und er hatte dann zu mir gesagt, komm mal mit, ich möchte dir was zeigen, ich möchte was mit dir machen. Auch hier ist es so, dass ich es gemacht habe, ohne zu hinterfragen. Immer, also wenn man außerhalb vom Körper ist, ist es so, dass man nicht hinterfragt oder zweifelt, Angst hat, sondern man macht es. Und das geht auch rasant schnell. Ich bin dann mit ihm geschwebt, kann man schweben, fliegen nennen, wie man möchte. Und wir sind dann an so einem Platz gekommen und da standen ganz viele Seelen mit menschlichem Körper und alle hatten ein weißes T-Shirt an. Vor ihnen war eine, ja, wie bei uns im Verkehr, so eine Absperre. Und ich wusste dann irgendwie, dass das Seelen sind, die gerade am Sterben sind, also die gerade in dieser Übergangsphase sind. Und dann hat er gesagt, das sind alles Seelen, die Angst vor Engeln haben. Und du hilfst ihnen jetzt. Und dann hat er mich zu einer dieser Seele geschickt,
die lag im Bett, dann war es plötzlich mit dem Bett und ich habe mich zu dieser Seele gelegt und ich habe den Tod auch gerochen. Also ich rieche den auch im wirklichen Leben tatsächlich. Und da bei dieser außerkörperlichen Erfahrung habe ich das auch gerochen. Deswegen gehe ich davon aus, dass diese Seele gerade in diesem Übergang war. Dieses, ja, wenn der Körper so vergiftet, dieses Süßliche, ich kann den Geruch nicht beschreiben. Und die Seele war sehr ängstlich, sehr nervös, hat aber gesagt, guck mal, das sind Engel. Und ich sage, ja, das ist doch toll, guck, ist doch schön. Und ich weiß, dass da welche sind und das ist alles gut so. Die Seele hat sich aber nicht beruhigen lassen und wir mussten dann die Mission abbrechen. Er hat dann zu mir gesagt, so jetzt zurück zu meinem Körper. Und als wir wieder zurückgekommen sind, tatsächlich hatte ich Schwierigkeiten, Körper, Geist und Seele wieder in Einklang zu bringen. Wieder im Körper und meinen Körper wach zu bekommen. Das war nicht gerade einfach, muss ich sagen. Und als ich wach geworden bin, habe ich mich auch erstmal so gefühlt, als ob ich vom Zug überrollt worden bin. Ja, weil man muss wirklich danach erstmal sehen, dass man Körper, Geist und Seele wieder in Einklang bekommt. Können Sie noch kurz sagen, haben Sie den Austritt aus dem Körper auch erlebt oder standen Sie plötzlich diesem Engel gegenüber? Also diese Übergänge kriege ich komischerweise nicht mit, die sind auch sehr schnell. Ja. Also ich weiß dann, dass ich außerkörperlich bin, aber wie schnell und den Übergang an sich kriege ich nicht mit. Als ich wach geworden bin, hatte ich zur Uhr geguckt und da war es genau 4:44 Uhr. Und das ist ja diese Engelszahl. Von daher wusste ich, dass es auch nicht ein Traum war, sondern auch wirklich eine außerkörperliche Erfahrung, keine Einbildung war. Frau Neuendorf, Sie hatten früher auch öfters beim Mittagsschlaf außerkörperliche Zustände und da kam es zu einer unerfreulichen Begegnung. Können Sie von dieser Begegnung erzählen? Ich habe immer mal wieder in der Zeit, wo ich mich damit sehr viel auch beschäftigt habe, gemerkt, dass ich dann plötzlich, ja, ich stand genau da, wo ich auch wirklich gelegen habe. Mittags, wenn ich geschlafen habe, habe ich genau da am Sofa gestanden und habe mich liegen sehen. Der erste Reflex war: „Oh, schnell wieder zurück.“ Das habe ich paar Mal gehabt und dann hatte ich 'ne Situation, dass da eine dunkle männliche Energie, so habe ich sie wahrgenommen, männlich, dunkel, auf mich gelauert hat, mich beobachtet hat und mich dann angegriffen hat tatsächlich. Und ihm ging es darum, dass ich nicht den Weg zum Licht finde. Er hat mich dann von hinten so gegriffen und hat gesagt: „Du wirst nicht zum Licht finden, ich werde das verhindern. Ich werde niemals zulassen, dass du zum Licht findest.“ Ja. Ich habe erst mal gedacht: „Ach herrje, wie werde ich den denn wieder los?“ Und tatsächlich, war die Energie sehr schwer und ich habe es nicht alleine geschafft. Ich habe mir dann tatsächlich Hilfe geholt von einem Medium und habe mich mit der unterhalten und habe gefragt, was ich machen kann. Sie kam dann auch tatsächlich zu Besuch. Sie hat ihn selbst auch wahrgenommen. Sie hatte dann beim ersten Besuch nicht viel gemacht. Sie sagte, manchmal reicht es, wenn man einmal da ist. Und hat dann zu mir gesagt, ich soll ganz speziell darauf achten, heute Nacht, wenn ich mich hinlege, was da passiert. Und tatsächlich, was sehr interessant ist, ich bin mit ihm dann auch wieder in diesen Räumen gewesen, die ich schon bei meiner Nahtoderfahrung mit der Lungenentzündung hatte. Die Räume sahen auch so aus. Und ich habe mit ihm in einem dieser Räume gesessen und ich hatte einen Blumenkranz auf. Ich weiß nicht warum, würde ich im wirklichen Leben nicht tragen. Er war von der Energie wieder klarer, mehr gereinigt, nicht mehr diese Schwere, aber ängstlich. Und er hat mich dann angeguckt und hat wieder den Satz gesagt: „Du bist doch nicht das Licht.“ Und da habe ich gesagt: „Doch, wir sind das Licht und es ist doch auch schön, dass wir das sind.“ Und dann kam ein Erzengel rein von der Tür. Also, diese Räume hatten immer auf der anderen Seite noch mal 'ne Tür. Und da kam der rein und hat ihn mitgenommen. Von da an hatte ich Ruhe tatsächlich. Nie wieder ihn Mhm. gesehen, gehört. Ja. Also, diese dunklen Energien gibt es und,
Die hängen aber in diesen Zwischendimensionen fest. Also ich kann es nicht erklären. Ja. Umso höher die Energie ist, wir sind ja Licht und Liebe, umso höher die Energie ist, umso weniger von der Dunkelheit. Aber dazwischen, zwischen dieser irdischen Energie und dem ganz hohen, da befindet sich schon dunkle Energie. Also dunkle Energien im Sinne von dunklen Gestalten. Ja, also es gibt mehrere, es gibt ja, ich weiß nicht, ob ich da jetzt zu weit greife, aber es gibt ja nicht nur Seelen, sondern es gibt ja auch Außerirdische etc. Es gibt ganz viele Energien, die da in den Zwischenwelten sich rumbewegen. Bei dieser hatte ich das Gefühl, das war eine Seele, die ich irgendwie aus einem anderen Leben, mein Gefühl war so, wir hatten eine Rechnung offen. Ich bin davon überzeugt, dass wir alle mal was Dunkles getan haben. Wir sind alle schon mehrmals hier gewesen. Wir sind alle keine Engel. Und vielleicht war ich mal dunkel unterwegs mit ihm und er wollte jetzt nicht, keine Ahnung. Also sie hat auch gesagt, sie vermutet, dass er mit mir irgendwie was, eine Rechnung offen hatte. Ja, Deswegen sage ich immer, es ist wirklich wichtig, dass wir darauf achten, mit wem wir ein Versprechen geben. Wir machen ja oft als Mensch so, ich verspreche dir für immer dein zu sein, ich liebe dich und nur du und dies. Das nimmt die Seele im Energiefeld mit über mehrere Leben, wenn man es nicht ablöst. Sie können heute auch die Gegenwart von Geistwesen spüren und haben auf diese Art erfahren, dass ein alter Freund verstorben ist. Wie erlebten Sie diese Begegnung? Ich nehme verstorbene Seelen wahr, aber jetzt, ich sehe sie nicht sondern durch Energie, ich fühle sie Ja, und ich fühle Dinge, die sie machen und Impulse, die sie mir reingeben. Und das war ja mein Seelenfreund und der ist verstorben und wir hatten uns vorher gestritten. Und ich wusste nicht, dass er ganz plötzlich und unerwartet im Alter von 48 Jahren zu Hause verstorben ist. Und ich wollte ihn eigentlich vergessen, weil wir halt auch eine sehr unschöne Situation erlebt hatten zum Schluss in unserem Kontakt. Aber plötzlich habe ich irgendwie Sachen gemacht. Ich habe aus Versehen Männerparfüm gekauft. Ich habe ein Buch gekauft, wo es darum geht, dass sie beschreibt, dass ihr verstorbener Freund sie von der anderen Seite begleitet und sie mit ihm im Kontakt ist. Bei diesem Buch habe ich emotional, weil ich ja zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, was die Botschaft dahinter ist, sehr heftig reagiert. Ich habe mich zu Hause, ich wollte dieses Buch anfangen und ich habe plötzlich so eine Wut entwickelt und wollte dieses Buch nicht lesen und habe gedacht, warum habe ich mir sowas gekauft und das interessiert mich jetzt gerade gar nicht. Also ein Teil von mir innerlich wusste genau und hat sich dagegen auch gewehrt. Also unser Ego will uns ja auch immer vor allem schützen, ne? Und ja, dann kam der Name Ralf immer wieder ins irgendwie Namen mit Ralf und so. Ich selber habe Karten gelegt und habe Legungen gemacht, auch in der Verbindung mit Verstorbenen. Und dann bei einer Legung kam mir 1:1 er in den Sinn. Ich habe gedacht, das kann aber nicht. Also mir kam der Sinn, das ist Ralf, den ich hier lege. Ich lege für Ralf und Ralf ist verstorben. Und dann dachte ich, na jetzt ist aber, dann habe ich die Legung erstmal zu Ende gemacht und habe durchgeatmet und habe gesagt, wenn es so ist, wenn mein Impuls richtig ist, dann soll die geistige Welt mir jetzt helfen, bitte rauszufinden, ob er wirklich verstorben ist. Und tatsächlich hat sich das dann, habe ich im Internet die Traueranzeige gefunden, also sein Grabstein. ja, Und habe dann nochmal, weil ich das dann trotzdem nicht glauben wollte, man ist ja dann auch so geschockt, ich war wirklich geschockt, habe ich nochmal jemanden gefragt aus dem ehemaligen Kreis und die Person hat es dann bestätigt. ja, Und heute spüre ich ihn immer mal wieder. Ich habe ihn in der Zeit sehr intensiv gespürt. Er hilft mir auch. Aber umso länger die Seelen wieder zurück sind, umso feiner wird die Energie, weil sie wieder höher schwingend sind. Und wenn wir selbst nicht hochschwingend sind oder gerade besonders traurig sind, dann passt das nicht. Und dann hört und sieht man sie oft gar nicht. was für Auswirkungen hatten all diese vielen spirituellen Erfahrungen,
die Sie da im Laufe der Zeit erlebt haben? Man lebt bewusst und also im Endeffekt ist es natürlich das Wichtigste, was dir je widerfahren kann, wenn du auf die Erde reist, dass du dich erinnerst, wer du wirklich bist. Du findest durch diese Erkenntnisse findest du zurück zu dir selbst. Du weißt, dass du nicht dieser physische Körper bist, dass du so viel mehr bist, dass es so viel mehr gibt in dem ganzen Universum. Und es hat auch da wieder Vor- und Nachteile, bin ich ganz ehrlich. Natürlich ist es das Wichtigste und damit habe ich auch für meine Ahnenreihe, für meine Familie sehr viel mitgetan, für meine Ahnen und für mich, für meinen Seelenweg. Manchmal ist es aber auch anstrengend und sehr einsam, weil dadurch ist mir auch viel weggebrochen, weil viele kommen damit nicht klar. Die haben Angst davor oder sind überfordert damit. Ja, manchmal ist es einsam und manchmal war es mir auch zu viel, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte Situationen, wo ich mir gewünscht hätte, dass ich an das glaube, was einige noch glauben, dass man stirbt und es ist nichts. Es ist schwarz. Das hätte ich mir gewünscht manchmal, weil es mir zu viel war, bin ich ehrlich. Aber wenn du einmal da durch dieses Tor gegangen bist, kannst du nicht mehr zurück und du kannst auch nicht die Augen verschließen. Es geht nicht. Frau Neuendorf, herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne.